gibt es noch etwas ganz, ganz Wichtiges, das ist nämlich die Dankbarkeit. Mhm. Möchtest du darüber noch etwas sagen? Also wenn wir dankbar sind, dann gehen wir ja in die Fülle. Dann ziehen wir Fülle in unser Leben und wir merken, wie viel Gutes wir haben. Und das erhöht ja automatisch unsere Schwingung. Und das brauchen wir ja. Also das ist etwas, was wir unbedingt auch pflegen sollten, immer wieder uns für die kleinen Dinge zu bedanken, die wir haben oder noch haben und wieder haben werden. Möchtest du noch mal kurz darüber sprechen, wie es möglich ist, dass wir ja eigentlich alle eins gemeinsam haben auf dieser Erde? Wir möchten glücklich sein. Ja. Und woher kommt denn diese Sehnsucht? Ja, das, was wir eigentlich sind, das ist ja das. Also wir sind Liebe und Liebe ist glücklich. Und darum wollen wir da auch wieder hin, weil wir in uns merken, da waren wir mal gewesen und eigentlich sind wir das. Und darum möchten wir auch, dass die Erde so aussieht. Weil wir wissen, der seltsame Zustand, der hier ist, der hat gar nichts mit dem zu tun, was wir eigentlich sind. Und du sagst ja immer, man kann sich nicht nach etwas sehnen, was man nicht schon gekannt hat. Ja, also wir haben ja den Wunsch in uns, dass wir in einer heilen, friedlichen, freien Welt leben. Aber jeder von uns, der hier auf der Erde lebt, oder fast jeder, hat das in dieser Inkarnation gar nie erlebt. Und trotzdem haben wir diesen Wunsch in uns. Aber wir können uns nur das wünschen, was wir auch kennen. Also muss diese Erinnerung an diese heile Welt von früher kommen. Und die Erde, die war ja schon mal ein Paradies. Die war nicht immer so seltsam. Und Kriege gehören auch nicht zur Natur vom Menschen. Die Erde war mal ein Paradies und das weiß die Erde auch noch. Und wir haben diese Info auch irgendwie in uns drin. Wenn du sagst, die Erde weiß das auch noch, die Erde ist ja auch ein Wesen, das vergessen viele Menschen. Und jemand fragt hier, ich glaube Marie aus München, fragt, ob das möglich sei, dass die Erde wegen des Menschen nicht aufsteigen kann oder in eine höhere Schwingung kommen kann. Also wenn wir die notwendige globale Schwingungsfrequenz nicht erreichen. Aus meiner Sicht geht das nicht, weil die Erde, die hat ja ihre Schwingung und sie hat diesen Aufstiegsprozess unabhängig von uns Menschen. Und die Menschen, die von der Schwingung her, von denen das geht, die gehen da mit. Und die anderen, die verlassen diesen Planeten. Was geschieht dann mit ihnen? Die werden dann an einen anderen Planeten gebracht, wo sie hinpassen. Hat es mit den unterschiedlichen Zeitlinien, also sind die dann auf einer unterschiedlichen Zeitlinie? Oder? Nein, aus meiner Sicht gehen die dann wirklich von der Erde weg. Okay. Also schlussendlich. Also wenn die 3D-Erde wirklich so die Dichte ändert, dass sie zur 5D-Erde wird, dann werden hier die einen aufsteigen und alle anderen werden wirklich gehen und auf einem komplett anderen Planeten wieder inkarnieren. Und bis dahin, bis die 3D-Erde also physisch aufsteigt, bis dahin
erhöht sie einfach feinstofflich ihre Schwingung. Und alles, was wir da sehen, das schwingt schon viel feiner als vor 10 Jahren. Ist es deine Wahrnehmung? Also, dass wirklich, Ja, ja. wow, so Ich schön. weiß noch, als ich 10 war, da habe ich immer gedacht, ist alles so dicht. Echt? Also es ist immer noch dicht, aber es ist weniger dicht. Also man merkt es wirklich, wenn ich das vergleiche. Das ist, ja. Also wir sind ständig in diesem Trotz der Aufstiegsprozess. ganzen furchtbaren Dinge, die hier geschehen und im Moment so intensiviert werden, ist die Erde völlig selbst und die Materie an und für sich Also, ganz eigenständig unterwegs? Jein, also die Erdoberfläche, und wenn wir unter der Erde da rumbuddeln, das machen ja viele. Wenn wir das tun und wir haben keine gute Absicht dabei und schaden der Natur, dann sinkt die Schwingung dort schon, weil wir tun ja was nicht gut ist. Und das hat ja energetisch eine Auswirkung. Aber der Planet an sich, weißt du, wie ich meine? Ja. Der erhöht trotzdem seine Schwingung. Also das kann man nicht bremsen. Und also wir sind ja ständig in diesem Aufstiegsprozess. Nur merken wir es nicht, weil es so langsam geht. Und erst wenn dann die ganze Materie die Dimension komplett wechselt, dann merken wir es. Super. So richtig. Das war nämlich die Frage von Lena, die 12 Jahre alt ist, möchte gerne wissen, woran man merkt, dass die 5. Dimension da ist. Das ist ja auch ein Bewusstseinszustand. Also solange wir dreidimensional hier leben, können wir ja ein 5-dimensionales Bewusstsein haben. Und woran kann Lena jetzt merken im Alltag? So langsam. Oder kann die 5. Dimension gleichzeitig existieren mit dem, was nicht so schön ist auf der Erde gerade? Woran Also, merkt Lena, dass jetzt die 5. Dimension da ist? also im Bewusstsein oder physisch bei der Erde? Überhaupt, woran, wenn sie jetzt Also, morgen aufwacht Ja, und also es ist wenn's plötzlich vom- 5. Dimension, woran merkt sie das Also dann? wenn es vom Bewusstsein her ist, Ja, dann ist zwar die physische Materie noch gleich, aha. aber es ist einfach viel mehr in der Liebe und in diesem Bewusstsein, was wir wirklich sind. Und wenn die Erde 5-dimensional wird, also mit der Materie da, ich kann das gar nicht so genau beschreiben, aber dann sieht die ganze Materie anders aus. Und auch unsere Körper, und dann können sicher alle teleportieren und telepathisch reden. Dann können das alle. Oh, wie schön. Das sind doch einfach großartige Neuigkeiten. Und ja, darauf sollten wir uns fokussieren, dass wir das zusammen hinbekommen.